24 Angler. Let's go. Let's go. 12 Teams. Das ist ein Zeichen, Dicker. Ja! 7 Nationen. 2 Gewässer. Hey. 1 Zielfisch. Ist er weg. Und ein Pokal. Der YPC Bass 2025 wird euch präsentiert von Hearty Wise, Feel the Difference, dem B1 Bootcenter, Wir bauen dein Boot und der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 9. Episode des YPC Bass 2025, gleichzeitig die Auftaktfolge zum diesjährigen Gran Finale. In Gruppe A wurden Ken Iyobe und Takanori Hiraiwa ihrer Favoritenrolle erst spät, dann aber mit Nachdruck gerecht. Die Japaner fingen in den letzten 120 Minuten 3 Bass für knapp 7,5 Kilo und setzten sich verdient als Gruppensieger durch. Dahinter blieb es sehr lange sehr spannend. Erst in der Schlussviertelstunde katapultierte Frank Schaper das B1 Bootcenter mit einem 2,38 Kilo Bass von Platz 4 auf Platz 2 und warf damit ausgerechnet seinen früheren Teampartner aus dem Turnier, mit dem er 2023 noch den Titel geholt hatte. Niklas Steinbach und Daniel Weyers von Nace, bis zuletzt ohne den wichtigen zweiten Topwater-Bass, rutschten dadurch nämlich auf Platz 4, während die starken Newcomer von Powerboat den dritten Qualifikationsrang bis zum Ende behaupten konnten. In Gruppe B war Platz 3 ähnlich hart umkämpft. Nachdem sie in den Vorjahren aber jeweils hauchdünn gescheitert waren, hatten die CWC-Veteranen Petrus diesmal an ihrer Seite und sicherten sich dank eines späten Topwater-Bass die Qualifikation. Platz 2 ging an Mark Patschowski und Mattia Di Santo von Elex. Die Vizemeister von 2024 zeigten, insgesamt betrachtet, sicher die konstanteste Leistung. Es fehlten allein die echten Ausnahmefische. Für SA Schlitium lief es mit denen wiederum deutlich besser. Ein Durchschnitt von deutlich über 1,5 Kilogramm pro Bass bedeutete den ungefährdeten Gruppensieg und dürfte den Franzosen reichlich Selbstvertrauen für das Finale geben, zumal es dafür, wenig überraschend, erneut auf den Omodeo geht. Alle 6 Finalisten haben sich für das größere der beiden Turniergewässer entschieden. Diesmal wird nur 8 Stunden geangelt. Für die Fullcard reichen 5 Bass. Einer davon muss auf einen Oberflächenköder gefangen werden. Zeitstrafen werden gehandhabt wie gehabt. Live-Technologie kann für eine volle Stunde genutzt werden und im Fall eines Gleichstands sticht der schwerste Fisch. Der gemeinsame Start erfolgt bei wolkenverhangenem Himmel. Grundsätzlich vielversprechende Bedingungen für ein fischreiches Finale. Los geht's! Schnell unterwegs, die Jungs. Wir schauen zum Start, welche Spots die 6 Teams als erstes ansteuern. Alle Teams bleiben zum Start in der nördlichen Seehälfte. 3 Teams, und das wird im Verlauf des Vormittags noch relevant werden, angeln zum Auftakt in der großen Bucht im Westen. CWC und Ganten starten im nordöstlichen Teil und B1 hat den ersten Angelplatz am Ostufer zu Franks Freude für sich allein. So, die Bucht ist schon mal frei. Sind wir erstmal da. Ja, erster Spot. Das war so unser Ding. Ich hoffe, hier klappt's. Upsti, was sagst du? Ich hoffe auch, dass es klappt. Letztes Mal hatten wir Glück, vielleicht ist es im Finale genauso. Drückt uns die Daumen und dann nehmen wir alles. Good morning, ladies and gentlemen. We are in the finals.
Finally, on our first spot, what we're gonna start with is our top water spot. We're gonna try to catch a big bass on some stones on a depth of maybe 1 meter, maybe 1.5, and wish us luck that we're gonna catch that big top water bass with the first cast. See you later. Let's go. Let's do this. Final day, the last straight line. We're gonna try to catch some things first in surface. Hammering in surface, that's my part, Stefan. Fishing with a jerkbait. Hopefully we catch a nice one, and we are back in the Modeo, that's the lake for the big fish. The weather is perfect, a little bit cloudy, so we expect to catch a nice one. See you later, guys. So we are at our first spot, same spot as in the group stage on Amodeo. I'm gonna start with the top water, switch it up a little bit. I'm gonna start with a pompadour. It's an old bait from our range, it's a crawler. Let's see if I can move one big fish in the morning. Upsti, come on. Mal Ja. Abfahrt, sag ich mal. Der Plan ist erstmal einen Topwaterfisch zu kriegen und dann müssen wir, wie in der letzten Folge von uns, probieren, ziemlich fette Dinger zu fangen. Um genau zu sein, 4 Stück. Und dann, wenn wir das schaffen, sieht alles gut aus. Das ist der Plan. Auf jeden Fall den Plan wieder durchziehen, nicht ablenken lassen. Topwaterfisch ist wie immer tricky. Wenn er kommt, ist geil. Also ich denke mal, bei 4 Fischen plus den Topwater wird es schon wichtig sein, den Topwater zu kriegen. Wir hoffen mal, Leute. Drückt unbedingt die Daumen, dass er hierbei ist. We did not expect it, but welcome back, Team Catch with Care. Finally in the finals. We struggled in Bolsena, kicked out on a few grams. Last year in Spain, also kicked out with a few grams, and now finally we made it. So back in the finals, first time, and we are pumped for the win. So you know our secret weapon, Mirror's Mouse. I will start with the crankbait, the Strike Pro Cranky X, and hopefully we can give you a good show, guys. Follow us. So, I'm fishing the Mirror's Mouse, as Evert already told. Yeah, why not? Delivered 4 fish in the second day, in the morning. So I will be fishing it all morning, and we will do top water also, because we need 1 top water. It's really important if you don't fill your cart. But this is not really a spot where we caught top water fish, so that's why we start with the mouse and the crank. See if they take it. So wish us luck. We got final. I got to fish, and we need 5 donkeys today. We're looking for a big one. I'm trying jerkbait this morning, and Taka is using jig. Magic. Yeah, Taka using jig. Jig jerkbait, jig jerkbait. Yeah. Top water. Okay, yeah. Well, I do my best. Okay, first cast. Let's go. Ja, vis op. Groot. Yes! First fish in the boat. Not huge, but 154. Een mooie vis. So guys, first fish on the Mirror's Mouse.
154. Really happy with that. Let it swim. Good job, Lex. Wow. Laat de muis even goed zien. Yeah, have to report it. It's a nice fish. Because if that is our average of the day. Huge strike. Yeah? Boom. Yeah. Yeah, they take the mouse like there is no tomorrow. We had one yesterday also here on the same spot, I think. I had the small one, the 1.1. You cast it close to the shore, eh? Yeah, and then first 3, like now, it takes it. So maybe 2 meters depth or something like that. Alter, ist der da eben reingeschippert. Boah, that was a bite. I stopped it. Yep, got it. Not so big, but it's a starting. Well done. Oh, it's off. .094. Okay. Well, it's a start. It's a start. But let's hope we kick this one out. Man, they're still on the walls. Yeah. Trust them more. Yeah. Take some more casts before we get on the wall. Or we only catch the fish if we are lucky, like this. Covered the first few casts with top water, and now we're gonna fish a little bit deeper on the stones with a Texas rig. Yeah, I just lost the mouse. I had a big strike and then probably was next to a rock. And yeah, got the fluorocarbon. So, always check your fluorocarbon. I checked it, it was okay. Made the Neil knot now, so I think it will be fine. So, yeah, let's try again. Ich montiere mir jetzt mal ein Jigger-Rig, ein selbstgebautes Jigger-Rig. Ich habe nicht die passenden Haken dabei mit dem Wirbel und dem Ring. Jetzt habe ich mir einfach aus einem Offset-Haken und einem, jetzt habe ich das bisschen hier falsch rein. Also ich benutze einfach einen starken Offset-Haken und dann den Fast Snap von BKK, indem ich meinen John Wade einhänge. Ich weiß nicht, wie gut man es erkennen kann. Also ich habe einfach einen Offset-Haken, hier diesen Fast Lock von BKK und hier hänge ich jetzt meinen John Wade ein, 7 Gramm. Und hier oben binde ich jetzt einfach meine Schnur an und dann werde ich hier mit dem neuen Fibers, das ist eigentlich ein guter Texas-Rig-Köder, mal versuchen, einen dicken Fisch zu fangen. Mal ein bisschen langsamer fischen, die Mauern langsam runterfischen. Anscheinend Hardbaits läuft gerade nicht so. We do this and then we go into the bay? Or we go straight into the bay? No, we do this. Big one, Taka. Maybe good one. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Okay, good start. Oh, this is number 1. Oh, no big one, but nice one. 104? Yeah. Let me see. I got a 1 kilo good start this tournament. Thank you. Bye bye. Fisch. Ja. Fisch. Nicht so groß, aber es ist ein Topwater. Okay. Der ist okay. Der ist okay. Yes. Der ist doch schon mal gut. Toppi haben wir. Rido. Ja, und da ist er schon raus. Schon ab. Der ist schön dick. Klein und dick. Erster Fisch. An der Kante stand er. 90 cm bis 1,50 Meter tief. Leute, hier ist er. Erster Biss. Topwater. Ganz wichtige Punkte. Die brauchen wir auf jeden Fall. 1,35. Das ist für mich ein Topwaterfisch. Ja, okay.
muss man erstmal fangen. 1,3 Pfund, der Angstgegner, Topwater, obwohl die Bisse so geil sind, das ist ein, so Hammer. So, den lassen wir jetzt schwimmen. Oh, einen kurzen Backflip. Geht da wieder rein. Ah, super. So. Ganz schön was los in den ersten Minuten. 4 Teams sind früh auf dem Board. CWC führt. Den größten taktischen Vorteil haben aber ganz klar die Zweitplatzierten. Der war schon mal wichtig. Der war sehr. Jetzt geht's weiter. Jetzt können wir noch mal anders aufangeln. Dieser wichtige Punkt. Vielleicht kommen hier noch 1, 2er. Geil. Da ist schön weggeschlürft. Ja. Oh. Klar, wieder mit unserem Propellerbait, Leute. Da müssen wir demnächst mal B1 Custom den noch mal einen anderen Pitch verpassen. Wie auf unseren Honda-Motor, habt ihr gesehen, im Start kamen wir jetzt schon besser weg. Wir haben jetzt einen Edelstahlpropeller drauf, 19 Pitch. Vorher hatten wir am ersten Tag einen 21er, der war zu groß, damit kam das Boot ganz schwer ins Gleiten. Aber jetzt sind wir schon ganz gut losgezogen mit den anderen. Ja. Selbst Marc, wir waren schneller als Marc im Start, im Holeshot. Die ersten, sag ich mal, 50 bis 60 Meter. Er ist ja das schnellste Boot im Rennen hier, würde ich sagen. Der fährt ja, 130 km/h, das ist Wahnsinn. Wir schaffen aber mit dem Kleinen mit 100 PS auch schon über 70 Stundenkilometer, was sehr viel ist. Und verbrauchen die Hälfte. Ja, ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Aber jetzt brauchen wir Fisch, Leute. Drückt Daumen. Drückt die Daumen. Willkommen zur krassesten Aktion des Jahres. Denn unter allen Hecht- und Barschkunden verlosen wir ein B1 Custom Boot im Wert von über 15.000 €. Und hier ist das gute Stück, was wir für euch aufbauen werden. Individuelle Folierung, führerscheinfreier Honda 15 PS Motor im B1 Custom Design, ein maßangefertigtes Sonnenverdeck, ein speziell angefertigter Innenraum für deine kleinen und großen Abenteuer auf dem Wasser. Aber Achtung, die Aktion läuft nur bis zum 31.07. Und wie du teilnehmen kannst, erfährst du direkt per Klick auf den Link in der Videobeschreibung. Ach, Leute, hi! Sommerschlussverkauf bei der Anglerschmiede. Alle Angelscheinkurse für 99 €. Nur für kurze Zeit. Bis später! That's what they are also doing. Spot, 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 spot. They're going into the entrance. Ken is fishing really slowly. They are casting in every pocket. Yeah, maybe we go too fast sometimes. You have a mouse on? Yeah. Poof. I will take one. Are we gonna take one again here? What do you think? I think yes. Evert is gonna take. All right, next spot we're gonna do some drift fishing, power fishing with jerk baits. Knallen raus jetzt.
Boum! Shakalakala! Oh, c'est un bœuf en plus, mon gros. Allez, mon gros, allez, encore. Hein? Beau stick, hein? Beau stick. So. Zéro confirmé. Allez, mon Steph, dis-moi que ça fait plus de 2 kilos, ça. Allez, mon gros. 2, 5, 4. So again, really nice fish. Bow stick, unbelievable. It's crazy lure. We catch so many fish with this lure in practice. And I just make a personal touch. But the bow stick, it's the fatal weapon for this lake, really. And everywhere I go for black bass, it's really good, really, really good. 2, 5, 4. That's right. We start like this. Release it. Putain, j'en tremble. Ein brutal starker Topwaterfisch. Und selbst wenn man das obligatorische Marketing einpreist, Stefans Köder sah wirklich aufrichtig ramponiert aus. S-Asch landet die ersten Big Points, der Jubel wird aber jäh unterbrochen. Boat, yeah. Sorry, parlare un poco italiano, eh? Io francese, c'est la competizione. So. What's the problem? I don't know. No, capisce un poco, sì. Mattia è un pescatore, sta in italiano. You wanna come for a translation? Yeah. No, please, no. Was ist los? How many days in... Ultimo day, ultimo. Solo hoy. Alla 4, claro. 4 basta. Big fish. Yeah, it's not that huge, but... Whew. 141. 141, okay. Ein schöner Fisch. Zweiter Fisch für uns. 141 ist okay, aber die dürfen gerne noch ein bisschen größer werden. Was da drüben gerade abgeht mit Polizeikontrolle, weiß ich nicht, aber wir stehen am Fisch und die wollen ja aufgenommen werden. Der Fisch darf zurück. Bye bye. We go there? Yes, we go there, but we stop the fishing time. We have to see what the police wants from us. They stopped another boat, SH Lithium, and they called us to see what's happening. So we will get there and we check. Was da wohl los ist? Während S-Asch und Alex ins Visier der Ordnungshüter geraten, angelt B1 vorerst unbehelligt. Jetzt kommt ein bisschen mehr Welle auf. Ist nicht ganz so still. Jetzt mache ich doch noch mal den Topwater Crawler. Topwater Punkt verbessern. Philipp twitcht. Da haben wir 2 verschiedene Köder. Kann alles abgrasen. Den Mann hier. Fisch? Ja. Sehr gut. Komm mal. Ja, big Mann. Ja. Ja. Oh, Brido, ey, top. Schöner Fisch. 1,45. Auch schon mal gut. Den lassen wir schnell wieder schwimmen. Und dann geht's weiter. Kann man erstmal sehr gut, sehr gut. Dann jetzt keine ganz kleinen Winzlinge, sag ich mal. Also alles über 1 Kilo ist schon mal gut. Ja, wir brauchen wahrscheinlich, schätze ich, 4 bis über 2 Kilo, um hier zu gewinnen. Mindestens. Aber wir werden es sehen. Klingt realistisch, sofern die Konkurrenz überhaupt weiter angeln darf. Übersetzer Mattia schreitet zur Tat.
Buongiorno. Sì, lì dobbiamo sparare. Invialielo direttamente. Abbiamo sentito ultimamente. Quindi non vogliamo ficcarvi un colpo in testa. Grazie. Siamo riconoscenti. Ditemi qual è la zona interdetta. Abbiamo attraversato campagne, cavalli per arrivare qui. Porca miseria. Noi siamo in questa gola. Was die sehr sympathischen Polizisten hier erklären: Aufgrund einer Militärübung und damit verbundenem Schusswaffengebrauch am Ufer darf ein Teil des Omodeo heute bis zum Mittag nicht befahren werden. Eine unvorhergesehene Wendung, die Marc, Mattia und auch die beiden Stefans zur Improvisation zwingt. Can we take them? Dai, lascia stare, facciamo a piedi. Okay. You need to stop now? Ciao. You need to stop now or? What? Say start now shooting? Quando finisce? A mezzogiorno andiamo via. Perfetto. Until 1. Okay. So, also die Sache ist geklärt. Die Polizei war hier. Und zwar veranstalten die wird hier geschossen, irgendein Training, was weiß ich. Und also jetzt demnächst, deswegen laufen die hier einmal das Ufer ab, dass hier keiner ist. Und es ist bis 1 Uhr verboten hier in der Region, die haben es uns gezeigt, quasi zu angeln, dass nichts passiert, aus Sicherheitsgründen. Das heißt, wir müssen jetzt leider hier raus, weil wir haben hier noch ein paar gute Spots, aber ja, der See ist gut, groß genug und dann holen wir uns jetzt woanders einen dicken Fisch. Yeah, we change the spot, but we fish a spot we never fished before, so we need to back on the spot we practice. And when we have some result, because here it's complicated, there is no structure, nothing. Fishing a little bit of the middle of nowhere, yeah, for us it's a disaster. It's really a disaster because we are in the good spot and we catch a lot of fish here. Ilex nimmt's sportlich. Esasch ärgert sich, was angesichts ihres ersten Fangs durchaus verständlich ist. Bei Team Powerboat gab's derweil noch keinerlei Ärger, aber auch noch keinen Fisch. Also, these flats didn't bring a bite, especially for top water. What we're going to do now is switch to a little pocket on the other side where we had a fish in the group phase here at the lake. See if we can get a top water bite there as well. One go-on is probably fish top water. I'm going to fish a jerkbait. And after that we go back to the first spot this morning and try again top water. Maybe the fish are active now and there. We arrived at a new spot, but in a way it's the old spot. We started here this morning. Here we got the bites. The other spots we don't get bites, so we figured out for ourselves, okay, maybe we have to go back since we got here the bites. We do another drift and then we go to another part of the lake because we have a lot of waypoints. And yeah, hopefully we can do some power fishing. Power fishing means that we fish only the waypoints, make like 5 casts each, no bites, okay, next spot. And then you can really fast fish all your spots. But hopefully it's some bites here, and otherwise we're gonna leave and do the power fishing. Erster Spot war schon mal nicht schlecht. Topwaterfisch, noch ein Zusatzfisch. Und jetzt haben wir einen Spotwechsel gemacht. Befischen erstmal hier die beiden Bäume. Da kamen immer relativ viele Bass, zwar nicht die großen, aber vielleicht heute. Wir probieren's. Man, where are the big ones? I don't know, but we've got to start from somewhere. That's true, but... Yeah, it's... I know. Not so easy to find the bigger ones, but as it's not so easy to really find the fish in general. True. Kleiner Käfer, wieder auf dem Re-Range. Ich darf jetzt noch einmal kurz ins Netz, bis die Waage soweit ist. Ready? .093.
093, okay. This young guy goes home. Well done. Marc und Matthias zeigen nach dem unerwarteten Platzverweis Reaktion. Fisch Nummer 3 für Ilex. Bei Powerboat kommt man der Sache langsam näher. Oh, riesen Nachläufer gehabt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, der hing kurz. I had a huge follower right up to the boat. It was over 2 kilo for sure. And I think I had it on for a split second. Fisch? Ja, Fisch. Passen, dass du hier oben bist. Ja, gut. Ja. Ja. Das ist so eine geile Angelei, Leute, in den Baum reinwerfen. Die Bass stehen in der Krone und warten, bis was runterfällt. Diese Nuss wieder ist zwar ja nicht, ist auf jeden Fall ein schöner Fisch. Den messen wir gleich mal. Ja. 1,20. Schon mal gut. 1,20. Schöner Fisch. Neuer Spot, erster Wurf im Baum. Coolste Angelei ever. Der geht jetzt gleich wieder zurück. Guck mal hier. Das ist ein schöner Fisch. Leute, drückt uns die Daumen, das war große Fischfang. Dieser Köder sagt eigentlich nichts, aber den habe ich im Shop gesehen, bei uns in Nauen. Grüße an Kai gehen raus, und bei einer Party hat mir da so ein Angler davon berichtet, auch auf Barsch zu Hause. Damit zu angeln, die gibt es auch eine Nummer kleiner und müsst ihr unbedingt mal probieren. Geiler Köder. Mit den Tests bei den Bass, also die Amerikaner testen ja alles genau aus, und da war zum Beispiel so ein Test. Biss, Vorsicht. Und Fisch? Ja, geil. Oh, der hängt erstmal. So, nee, aber er ist noch da. Ja. Jetzt ist er frei. Ja. Ah ja, da ist er. Oh, sehr gut. Also wenn der Fisch mal bei der Angelei im Baum festhängt, dann müsst ihr ein bisschen lose lassen. Spüren, ob er noch da ist. Der war in dem Fall noch da. Und im Regelfall befreien sie sich von selbst. Ach, 096er. Zurück. Jetzt weiter. Wow! I don't anchor, do nothing, eh? Watch out, it's jumping, it's jumping. Now! Yes! Yes! That's a good one. That's a fat one. Okay. That was the rule in Amodeo. Stick on what you're doing. Stick on what you're doing. Okay. 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 $173. Okay. We take it. We take it. Wow. We start getting to a bigger belly. Matthias' erster Fisch ist ein richtig guter und damit setzt sich Ilex an die Spitze. B1 dahinter schielt nach dem gerade gesehenen Doppelpack aber ebenfalls schon auf die Fullcard, während die anderen Teams in Sachen Frequenz etwas hinterherhinken. Und nun muss auch Powerboat notgedrungen umdisponieren. Original plan was to go back to our first spot, but we received a message from Tony that there's a military practice. You can hear it in the background probably. In that area where we wanted to fish, so we are not allowed to go there up till 1 p.m. So we
need to find another spot, and we're probably gonna go there after 1 p.m. again. Jawohl. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. Mein Name ist Luis Mendes, auch bekannt als Big L, der Typ, der die dicken Muttis jagt. Ich habe in meinem Leben hunderte Routen in der Hand gehabt und viele Modelle gekauft und getestet. Und 2015 für mich beschlossen, meine eigene Routenserie zu entwickeln. Routen, die genau das liefern, was Raubfischangler brauchen. 2017 war es dann soweit. Die Solution Contact kam auf den Markt und obwohl keine große Firma hinter mir stand und nicht eine One-Man-Show war, begann die Branche über mich zu sprechen. Das sorgte für ordentlich Unruhe. Was habe ich gemacht? Ich habe ein Statement gesetzt. Fuji Torside-Beringung mit Titanrahmen. Fuji Rollenhalter. Nano Carbon Blank von Toray. Wenn du eine Route suchst, die kompromisslos in Performance, Handling und Qualität ist, Solution ist die Lösung. So, Spotwechsel, wir fahren jetzt auf der anderen Seeseite und nach Plan Bombo Bass heißt unser nächster Spot. Da fahren wir jetzt hin. Da hat Obsti in der Vorbereitung einen richtig fetten Bass gefangen. Das machen wir, da starten wir auch die Power Hour, haben wir gesagt. Das war unser Plan. Können wir nochmal upgraden, ob wir das machen? Ja, doch, die starten wir, oder? Weil da sind Unterwasserbäume und bei den Bombo Bass hast du gefangen, indem er, also da, hier sieht man ja die Bäume, aber da sieht man sie nicht. Die sind unter Wasser, kann man rüber twitchen und er hat da den Bass stehen sehen und angetwitcht und er kam. Riesenteil. Den hoffen wir jetzt zu kriegen. Drückt also die Daumen, Leute. Team B1. Maybe I ate a Kramer or a bite. Something was touching the lure. Okay, watch it. Yeah. Very tough today, Sammy. 来てよかったここ。Oh, my jig and the stroke from 10 feet under. Good one. Okay. 1 point. 1, 2, 24. 124. This is number 2. Omodeo Lake Bass. 3 more. Alright, thank you. Bye bye. Whoa! Okay. Let's stay next. Ja, vis. Grote. Oh, wat een bak, joh. Dan laten we hem even zakken. Ja.
Good job, Evert. Evert Oostdam did it again. Yes. It was hooked properly. Yeah. Exactly 2-0-0. Okay, it was a long time struggling to find a fish. We went to our game plan, fish the waypoints, and suddenly, boom, he took it on the Cranky X Strike Pro. Exactly 2 kilo. And this is a really important fish. 3 to go. I'm gonna do a quick release now. Really nice fish. 2 kilo. Beim Keschern scheint es einige Verwirrung gegeben zu haben. Das Ergebnis kann sich allerdings sehen lassen. Lex und Evert holen sich einen ersten Kicker und liegen kurz vor der Halbzeit auf Kurs. B1 ist derweil über bassverdächtigem Terrain zum Stehen gekommen. So, wir starten gleich die Power Hour, Leute. Diesmal ein bisschen eher, weil hier ist auch unter Wasser ein Baum. Wir haben hier einen Kurs markiert. Warte mal, ich fahre mal ein bisschen schneller, dass wir erstmal auf die Stelle fahren. Sieht man. Hier haben wir mit Quick Draw auch die Stelle aufgezeichnet. Ja, hier sieht man schon, also hier gibt es keine Gewässerkarte und die kann man ja mit dem Gerät aufzeichnen. Hier seht ihr auch wieder schön zu sehen beim Echomap Serie 2, dass man praktisch hier nicht unbedingt Touch machen muss. Ja? Wenn es zum Beispiel mal nass ist, bietet sich das doch an, damit zu arbeiten. Ein super Gerät und gleich geht's los. Wir fahren mal auf den Punkt drauf und dann starten wir das Livescope, um unter Wasser die Berge zu sehen, die Tannen sozusagen, die Bäume. Okay, so, wir starten mal. Power Hour. Okay. Yeah. So that after that one person keeps the bait under the surface and the other one do the... Fuck. Get out of the way, hitting all our fish. So at least one fish a good way under the surface and the other one. They do the same then. Who's pasta? Well, it happens when we reach 100 meters, then nobody can. Who does the first step? Die haben denselben Plan. Das sind Strategiesachen. Guck mal, jetzt haben wir das Elektromotorenrennen. Wir haben hier einen Punkt Bombo-Bass eingezeichnet, da wollen wir hinfahren. Und von der anderen Seite kommt auch ein Team. Ich weiß nicht, ob es Candice oder Stefan. Marc und Matti. Marc und Matti sogar. Teamkameraden von Philly. Und wer hat den schnelleren E-Motor? So, Schub, Rakete. Ja, hier wird sich nichts geben. Also im Wettbewerb, wir abends trinken wir ein Bier zusammen und essen zusammen und haben Spaß. Aber Wettbewerb ist Wettbewerb. Und da will natürlich jeder alles geben. Und siehst du, jetzt sind wir dran. Ne? Jetzt hat jeder seine Mitte. Ja, müssten wir ein Stück rüber. Aber haben wir ja ungefähr. Ist ein Spot? If we crash on them, we are bigger, but they are aluminium. So that's the thing. That's a good fight. Also normalerweise will ich jetzt brüllen, dass Marc sich mal vom Spot runter machen soll. Das lasse ich heute bleiben. Okay. So. Yeah, because if we go closer, they turn around us. There's a lot of trees here. Be careful. Okay. Just mention it. Mal lieber zum anderen einzelnen Baum und dann nochmal da, wo der auch zum Antwitschen ist jetzt. Hier ein Stück raus. Fisch. Ja. Ja. Fisch. Ja. Das ist ein dicker. Ja. Das ist ein richtig dicker. Ein Karpfen. Oh, hör doch auf. Ein Karpfen? Da. Ein Karpfen. Jetzt brüllen. Ja. Ja! Da ist er. Da ist er drinne. Also Marc wird jetzt denken, dass ich einen riesen Bass habe, aber...
Onshore. Onshore, yeah. Onshore. Well, onshore. From there, I don't know. That far. No, he was casting onshore, twitch, boom. Oh. I was watching him when he caught the fish. Kannst du dir mal hochzeigen? Ja. Zeig mal so. Mein Kumpel Dennis. Ah, guck mal. Schöner Schuppi. Ein Riesenbass vom Marc. Nein, lass mal schnell weiter. Leute, ja, kleiner Scherz muss sein. Ah. Carp. Huh? Carp. Okay. I thought, because at one point Frankie has taken off the net and then he went back. Wow. Okay. Aggressive carps in Amodeo. Wow. Fahren wir weiter, oder? Ja. Würde mich jetzt auch interessieren, wie jetzt Marc reagiert auf der anderen Seite. Wir hauen jetzt ab vom Spot. Er wird wahrscheinlich denken, da war er. Fisch gefangen, nächster Spot. One and gone. Let's turn around the point. Or do you want to do that? If No, they we go too close, so we go that way then. But they're going away. Looks like. Wir brauchen Big Fish. Ein Fisch zu Full Card, okay, aber im Nachhinein brauchen wir auf jeden Fall, wurde so gesagt, 10 Kilo? Mit 10 Kilo? 2. Müssen wir sehen. Okay, aber wie gesagt, wir sind ja gut im Beat, wir sind zufrieden. Ehrlich gesagt, wollen wir uns nicht beschweren. Ein paar Fische haben wir und jetzt müssen wir upgraden. Also drückt die Daumen, Leute. Let's go. So ganz bringen Frank und Philipp die arglistige Täuschung also doch nicht übers Herz. B1 räumt das Feld und wir gehen in die letzten Minuten vor der Pause. Gibt's nach diesem wunderschönen Karpfen noch ein Zielfischexemplar zu sehen? So, let's start the power hour. Yeah. Let's see if we find something offshore. No, fuck it! First bite. Coming back. Fish! Yes! Good start! Okay, he missed it once, but he came back on the cover crawl. Backsliding action. Okay. $113. Okay. Little bit more than kilogram fish has come immediately as we started the power hour. Marc is staying in the front and watching the live in this moment with better fish one by one. So I give him some time to focus and to try to target them. It's working. So let's keep going. We leave this guy back home. Okay. Fish. Yes. And finally. Bahn ist gebrochen, Junge. Yes. Yes, guys. Finally. Ah, good job, man. 0. Okay, make it fast. 1.54. Yep. Decent fish on the jerkbait. Awesome. Awesome. Really beautiful fish. Das hat ganz schön gedauert. Das stimmt. Aber noch ist genug Zeit, um dem Geschehen hier eine andere Richtung zu geben. Alle Teams sind auf dem Board. Ilex führt und braucht nur noch den Topwater Bass zur Full Card. B1 auf Rang 2 hat den sogar schon und kann für den Rest der Zeit taktisch frei aufspielen.
CWC folgt mit 2 guten Fischen. S-Asch hat noch an der unerwarteten Platzverbannung zu knabbern. Das jetzige Topwater-Ergebnis könnte am Nachmittag aber ein Riesenvorteil für die Franzosen werden. Gun10 und Powerboat liegen hinten. Beide Teams sind aber auch in der Vorrunde erst am Nachmittag so richtig auf dem Omodeo durchgestartet. Abwarten, ob sich das wiederholt. Auf jeden Fall sind wir gut aufgestellt für eine spannende Abschlussfolge am nächsten Sonntag ab 18 Uhr. Bis dahin genießt den Sommer, schlürft Kinoto oder einen Negroni und schaut bei uns im Shop vorbei. Ciao!